Wir hatten gerade Besuch von einem recht großen LKW und wie ihr an dieser wunderschönen Holzbox sehen könnt, haben wir auch ein wirklich großes Paket bekommen. Ja, genau, die Suzuki ist angekommen, endlich. War ein bisschen schwer, hat alles recht lang gebraucht, aber jetzt ist sie da. Über 3 Monate, ey. Ja, über 3 Monate. Jetzt können wir die mal auspacken, schauen, wie es innen aussieht. Drin ist, schauen wir uns jetzt gleich an. Verdammt. Oh, die arme Katze. Zusammen an. Dann packen wir mal die Box aus. Ja, mit der Axt hat es nicht so geklappt, deswegen kommt jetzt einfach die Blechschere. Okay, perfekt. Tada! Ja, willkommen zum neuen Video. Eher weniger Video, sondern eher mal ein Live-Update, weil wir doch jetzt eine sehr lange Lücke drin hatten und ja, viele Fragen gestellt wurden. Ja, wie unschwer zu erkennen ist, wir sind hier in Deutschland, die Suzuki ist hier. Wie das jetzt zu dem allem kam, können wir mal so ein bisschen erklären, weil genau ein paar Fragen aufkamen, wie es denn gerade aktuell live bei uns aussieht, weil wir ja einen Versatz von 2 Monaten ungefähr drin haben in den Videos. Und es ist halt auch sehr viel passiert. Und ja, wir sind in Deutschland, wir hätten es selber nicht geglaubt, man erkennt es am wunderschönen grauen Wetter. Die Sonne fehlt, es ist arschkalt. Aber wir sind hier mit der Suzuki, die kam nämlich heute an, wir haben die vorne ausgepackt. Und ja, wir haben ja viele Fragen bekommen und die wollen wir einfach mal beantworten und halt auch, wie es weitergehen wird, weil das wissen wir selber halt auch noch nicht genau. Genau, ja. So, dann, was soll die erste Frage sein? Ja, eine Frage, die am öftersten gestellt wurde, warum haben die Suzuki nach Deutschland geholt? Und jetzt wirklich 3 Monate später kam sie hier auch endlich an. Ja, Ist direkt kaputt gegangen. können wir gleich vielleicht kurz was einblenden. Können wir euch gleich zeigen. Genau. Ich glaube, hier ist gerade irgendwas zerschossen, die lädt nicht mehr. Oh! Krass, der Spannungsregler ist geplatzt. Spannungsregler hat's geschossen. Ich weiß nicht, ob das mit der Batterie zusammenhängt. Ja. Ihr habt ja alle schön mitgefiebert und auch Ideen genannt, was man mit der Suzuki machen kann. Leider ist nicht alles ganz so leicht umzusetzen im Ausland, gerade wegen Import, Exportregulierungen, Papieren, Sachen. Und die einfachste Lösung ist eigentlich wirklich, die zurück zu verschiffen, auch preislich. Wegen dem Carnet, was da auch mit zusammenhängt, haben wir uns dazu entschieden, wie ihr auch schon gesehen habt in den Videos, die zurückzuschiffen. Das war für uns so die beste Möglichkeit. Man hängt natürlich auch am Motorrad, das in der Erinnerung dran. Man hat viel erlebt, viele Abenteuer erlebt und das möchte man dann ja auch ungern ja, nur verschrotten oder verkaufen oder was auch immer. Die hat eh keinen Wert mehr. Das Motorrad aktuell ist ein Schrotthaufen. Ja. Viele gute, viele schlechte Erinnerungen. Man darf halt nicht vergessen, in Kambodscha, wir mussten ausreisen, das Motorrad musste auch raus. Wir hatten ja schon die extra Genehmigung vom Prime Minister. Und uns ist einfach die Zeit abgelaufen, weil sonst hätten wir sie aus Deutschland exportieren müssen, da importieren müssen. Und die haben ja auch sehr hohe Importzölle. Also wir hätten wahrscheinlich mehr bezahlen, die zu importieren. Einen Ersatzmotor hätten wir auch nicht bekommen, weil dieses ganze Modell gibt es einfach in Südostasien nicht. Wir hätten nur einen Motor aus Deutschland, also aus Europa oder aus Australien bekommen. Und das wäre über 2000 Euro gewesen. Dann wäre es teurer gewesen, wie das Verschiffen. Ja. Ja. Und man sieht immer, wenn man sie einschalten will, geht sie halt auch sofort wieder kaputt. Ja. Die Energie ist raus aus dem Motorrad, leider. Ja. Und wir werden jetzt erstmal hinter uns in die Garage stellen bei unserer Oma und dann erstmal vergessen. Und irgendwann werden wir uns hier in Deutschland einen neuen Motor holen, einfach einbauen und den ganzen Rest reparieren, Genau. die Elektrik. Ja. Ja, das Kapitel ja mit der Suzuki endet jetzt hier erstmal. Und wir haben aber auch im Hintergrund schon viel gearbeitet, wie es weitergeht. Wir haben Pläne, wir haben Ideen, wie es weitergeht. Wir haben uns hier um ein neues Motorrad gekümmert. Mit dem Elias, sein Motorrad, gibt es gerade auch ein paar Probleme. Da können wir jetzt näher drauf eingehen. Ja, es kommen noch ein paar Videos raus, aber wir haben nicht mehr viele. Deswegen haben wir die Lücke jetzt einfach gelassen. Einfach weil wir jetzt in Deutschland sind und uns um die Papiere und das Motorrad kümmern müssen, dass das nicht so still wird. Genau, die Honda ist jetzt auf dem Weg nach Chile. Wir wollten ja unbedingt nach Lateinamerika weiterfahren. Ja. Und leider hat uns die Iran-Krise da jetzt erwischt. Wir nehmen jede Krise mit, die wir mitnehmen können auf dem Weg. Denn seit über einem Monat fährt das Containerschiff von der Honda nicht los. Also sie steht immer noch in Malaysia. Eigentlich hätte sie jetzt bald ankommen müssen in Chile. Also so in 3 Wochen, 4 Wochen hätte sie in Chile ankommen sollen. Ja, sie ist halt noch nicht losgefahren. Das heißt, der Plan war eigentlich 1 Monat in Deutschland zu sein und dann weiter zu fliegen nach Chile. Jetzt hat sich die Lieferung auf 3 Monate schon verlängert wegen dem Iran-Konflikt. Wir wissen nicht, ob es noch länger dauert, aber deswegen setzen wir auch erstmal hier fest, weil jetzt habe ich kein Motorrad. Sein Ersatzmotorrad ist kaputt, auseinandergebaut. Genau, also
Wir haben uns hier schon um ein Ersatzmotorrad gekümmert. Das steht auch schon in der Garage. Noch ein paar Kleinigkeiten muss man machen. Ist auch wieder schwarz-gelb, so viel kann man schon verraten. Ist ein altes Motorrad auch wieder. 35 Jahre alt. Ein paar Infos können wir hier schon mal geben. Was es genau wird, das werdet ihr schon noch erfahren rechtzeitig. Ja, wir müssen es erstmal zusammenbauen. Ja, Und dann, wenn wir es zusammengebaut haben, dann wollen wir euch das neue Motorrad vorstellen. genau. Wir sind echt gespannt, was ihr davon haltet, weil es ist wieder ein bisschen was Spezielles. Ja, aber hoffentlich haltbarer als die Suzuki. Genau. Der Plan ist, weil von hier dauert die Verschiffung ein bisschen kürzer wie von Malaysia aus. Deswegen, sobald Elias sein Motorrad dann endgültig losfährt, wenn er die Bestätigung hat, dann habe ich noch ungefähr 2 Wochen Zeit es zu verschiffen. Dann sollten die gleichzeitig in Chile ankommen. Unser Ankunftsziel für die Motorräder. Und dann geht es halt von dort mit 2 neuen Motorrädern auch weiter. Ja, das ist der Plan. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis die Honda dann endlich Malaysia verlässt, wo sie jetzt noch über einen Monat rumsteht. Und dann können wir das Ersatzmotorrad verschiffen. Dann sollten die zeitgleich ankommen und dann, ja, wegen dieser langen Lücke zum Verschiffen kommen wir halt mitten im Winter dann in Chile an. Ist ja genau andersrum wie bei uns. Wenn wir dann Sommer haben, haben die Winter. Also Ja. Aktuell ist Anfang Juli die Ankunftszeit von meiner Honda. Ja, blöd Genau. gelaufen. Ja, blöd gelaufen. Der Dell ist an allem schuld. Ohne den wäre das nicht passiert mit der Lücke. Aber egal. Deswegen ist es ganz gut auch, dass die Videos jetzt ein bisschen zeitversetzt sind. Weil dann kommt halt trotzdem noch jede Woche ein Video, bis es dann weitergeht. Hoffentlich. Ja, und wir haben jetzt nicht viele Videos mehr auf Petro. Das heißt, wir werden vom Ersatzmotorrad, wie wir das dann vorbereiten, noch ein Video machen. Wir haben uns ganz viel neue Ausrüstung gekauft. Wir haben aus unseren Fehlern ein Stück weit gelernt. Wir wollen deutlich besser und professioneller starten als die letzte Reise. Mit neuem Kocher und allem. Ja, genau. Das in Südamerika ist so ein bisschen ein kleiner Neubeginn. Wir starten neu mit neuer Energie, neuer Kamera auch, mit besserer Qualität hoffentlich. Neues Motorrad, weniger Motorschäden. Und Ja. halt wieder viel Natur, viel Zelten. Genau. Wir wollen wieder richtiges Abenteuer, richtig campen. Das war in Asien alles nicht mehr so möglich. Das hat uns am Ende dann auch ein bisschen die Freude genommen. Mhm. Deswegen starten wir dort. Neuer Kontinent, neue Energie, neue Landschaft. Ja. Ja, Und wir haben auch keinen wirklichen Plan für Lateinamerika. Wir wissen nur, wir kommen in Santiago de Chile an, im Hochwinter. Deswegen werden wir erstmal Richtung Äquator hochfahren, dass es ein bisschen wärmer wird. Und dann, sobald der Frühling ankommt, wollen wir runterfahren nach Feuerland, nach Patagonien. Und dann sind wir am südlichsten Punkt des Kontinents. Und dann ist eigentlich wirklich unser Ziel, bis ganz nach oben nach Kanada zu fahren. Und ja, wir müssen unser USA-Visum noch machen. Wir brauchen auch einen neuen Reisepass. Also wir hätten so oder so nach Deutschland gebucht. genau. Weil unser Reisepass ist voll, das USA-Visum können wir nur hier in Deutschland beantragen, es geht nicht mehr im Ausland. Ja, und dann starten wir irgendwie im Winter in Chile, ja. Genau, also von jetzt dauert es halt einfach noch bestimmt 2 Monate, bis es bei uns weitergeht. Wegen der Verschiffung, weil das gerade alles so viel Zeit kostet. Wir haben hier im Hintergrund noch viel zu regeln, viel zu machen, viel Papierkram. Ja. Wir haben uns sehr auf Deutschland gefreut, sind jetzt auch schon 2 Wochen hier oder so, aber langsam vermissen wir das Reisen auch wieder. Deutschland ist halt echt, es ist ein sehr schönes Land, es ist extrem ruhig, aber irgendwie auch langweilig. Ja, es war sehr schön hier zu sein. Wir Ja. freuen uns aber genauso sehr auch wieder darauf weiterzureisen. mehr sogar. Ein bisschen mehr, ja, wir würden gern schon weitergehen. Wir sind jetzt halt einfach auch wieder ein bisschen stuck hier, wegen dieser Iran-Krise nun mal. Ja, eigentlich würde es jetzt fast weitergehen, aber weil die Containerschiffe nicht fahren, hängen wir jetzt wieder hier fest. Immer irgendwo. Ja. Genau, dann werden die nächsten Videos halt einfach Vorbereitungen werden, was wir gelernt haben, mit dem Papier, mit allem. Ja, sehr viel im Hintergrund lief da auch ab, was uns auch wieder aufgehalten hat. Dazu seht ihr dann mehr in den nächsten Videos auch. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr uns auch gerne noch mehr Fragen stellen. Dann machen wir gerne nochmal so ein Video. Und ja, wir hoffen jetzt, dass die Containerschiffe bald losfahren, weil wir freuen uns echt auf Lateinamerika und dann auf einen Neustart mit neuem Motorrad, neuer Ausrüstung. Genau. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ja, großes Dank, denn auch nur dank euch können wir überhaupt nach Genau. Lateinamerika fahren. Das war jetzt alles eine Katastrophe mit dem Motorrad und dass es jetzt direkt kaputt gegangen ist, ist wieder... Ich meine, es war ja kaputt, aber Ja, auf jeden Fall nochmal ein riesiges Dankeschön von uns an euch, an die Community, ohne die das schon längst gar nicht mehr möglich wäre, Ja. so weiterzumachen. da sind wir echt dankbar und wir freuen uns riesig auf Lateinamerika, weil da haben wir wieder Natur, Berge, Ja, Offroad, alles was eigentlich Spaß gemacht hat, was gefehlt hat in Asien, selber kochen, ja, dann Zelten. können wir da hoffentlich richtig gute, richtig hochwertige Videos wieder liefern. Genau. Jetzt müssen wir uns auch weiter ans Wetter hier gewöhnen, bereiten uns weiter vor. Zeit haben wir ja noch Ja. und dann Geht Ja. es weiter, ja? sehen wir uns eh bald wieder hier.
Ja, und da steht die Suzuki. Ihr habt sie ihr erstes Abschiedsvideo gesehen, wir haben sie jetzt seit 3 Monaten nicht mehr gesehen. Ja, für uns ist das hier auch ein Wiedersehen seit Kambodscha wieder. Leider ein sehr trauriges Wiedersehen, weil die uns ja gerade auch schon wieder kaputt gegangen ist. Dennoch sind wir überglücklich, die zu sehen. Ein bisschen Revue passieren lassen, alles, was man erlebt hat, was man gesehen hat, wo man schon überall Schrauben rausgedreht hat. Ja, schön und traurig zugleich. Ja, schön und traurig zugleich. Viele Erinnerungen, aber nicht nur gute. Nee. Aber sie ist da und sie hat es tatsächlich ziemlich gut überlebt. Es sind kaum Sachen kaputt gegangen, nur der Kennzeichenhalter, das Kennzeichen, der Auspuff, Ja. Bremsflüssigkeitsbehälter, aber der Rest passt. Und irgendwann werden wir auch den Motor neu machen. Also wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Motor und dann überlegen wir uns, den Motor vielleicht auseinanderzubauen, irgendwas draus zu basteln. Ja, vielleicht habt ihr da auch ein paar Ideen. Falls ihr da Ideen habt, könnt ihr das auch uns gerne wissen lassen. Ja, Ist halt, ja, ein Schrottmotor, der muss neu, man kann damit machen, was man will. ja. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die irgendwie Interesse haben an einem Andenken von diesen 1,5 Jahren, von den 50.000, 60.000 Kilometern. Da kann man bestimmt irgendwas aus den ganzen Zahnrädern und Teilen draus basteln. Aber sie ist da, die Ganze ist auch da, alles ist da. Wer weiß, vielleicht kommen die wieder mit. Muss ich mir überlegen. Die Schiffe war wirklich top. Kann man sich nicht beschweren, hat alles gepasst. War auch teuer genug. War teuer genug, ja. Ich meine, bis das Motorrad hier war, das war ein Scheiß, da gab es viele Probleme. Wir haben uns noch ein bisschen gestritten. Ja, jetzt ist sie endlich da und alles in Ordnung. Es ist gegessen. Die Geschichte von der Suzuki ist endgültig vorbei. Ja. Die kommt dann hier in die Garage rein, wo Mäuse drin sind. Aber es wird schon. Ja. Jetzt ist es geschafft. Und wir sind echt gespannt, was ihr zum neuen Motorrad sagt. Ja, das. Wir hoffen, euch wird es gefallen. Es wird auf jeden Fall nichts Langweiliges. Nee.